Guten Tag, Professor Wönnecke. Ich freue mich sehr, dass Sie heute bei uns sind. Ich freue mich sehr, dass Sie heute aus Freiburg zu uns kommen. Darf ich Sie kurz vorstellen? Silja Wönnecke ist Professorin für Völkerrecht, Rechtsvergleich und Rechtsethik an der Universität Freiburg und auch Direktorin des Instituts für öffentliches Recht. Jetzt kommen Sie nicht so lange zu uns her aus Freiburg, aber Sie waren natürlich ganz lange auch hier am Institut in Heidelberg. Können Sie kurz erklären, wie Sie ans Institut gekommen sind, wann das war und zu welches Institut Sie hier vorgefunden haben, Ihr erster Tag? Ja, also erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich bin sehr gern wieder hier. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, wie ich ans Institut kam, denn ich wollte im Völkerrecht promovieren. Und ich habe mein erstes Examen hier in Heidelberg geschrieben und kam noch in das alte Institut und war auf der Suche nach einem Doktorvater, damals einer der Direktoren. Und ich hatte mich noch nicht entschieden, muss ich zugeben. Und auf dem Flur traf ich dann einen wissenschaftlichen Mitarbeiter von Herrn Wolfrum und der hat mich gefragt, ja, wen suchen Sie denn hier? Und da habe ich gesagt, ja, ich suche einen Doktorvater. Und dann hat er gesagt, ja, dann gehen Sie doch mal zu Herrn Wolfrum, oh, wow. Der auch gerade da war. Und dann war das ein sehr nettes Gespräch. Und ich hatte schon eine Idee für meine Doktorarbeit, nämlich den Schutz der Umwelt in bewaffneten Konflikten. Damals war ja der Überfall des Iraks auf Kuwait und die großen Umweltschäden durch das Anzünden von Ölquellen und das Lassen von Öl ins Meer. Und das hat mich interessiert, inwiefern hier schon rechtliche Regeln existieren. Und eigentlich wollte ich im Bereich Kriegsvölkerrecht promovieren, was damals kaum jemand gemacht hat. Aber in dem Bereich gab es eigentlich kaum Normen. Und deswegen habe ich gesagt, ja, wie ist es eigentlich mit dem Schutz der Umwelt in bewaffneten Konflikten durch friedensumweltvölkerrechtliche Verträge? Also Vertrag zum Schutz der Ozonschicht, sonstige Verträge, die damals schon in Geltung waren. Das war ja 1995, muss ich sagen, mein erster Tag im Institut. Und so bin ich zu meinem Doktorvater gekommen. Damals hatte ich allerdings ein Stipendium und war deswegen keine Referentin, sondern habe auf dem Stipendium promoviert und habe auf Werkvertragsbasis bei Gutachten mitgearbeitet. Das ist ja total spannend, auch einfach so zufällig dann einem Mitarbeiter zu begegnen. Wen suchen Sie denn hier? Ein Doktorvater ist natürlich so als Beginn die Wissenschaft natürlich ein spannender Zufall auch einfach. Aber wahrscheinlich war das ja kein Zufall, wie Sie überhaupt auf das Institut gestoßen sind. Kannten Sie das schon aus der Universität? Sie haben ja auch hier studiert teilweise. Ja, also ich habe studiert in Freiburg, dann in Bonn, dann Edinburgh, dann wieder Bonn und dann Heidelberg. Und in Bonn hatte ich Vorlesungen bei Christian Tomuschat. Und da war schon klar, dass ich eigentlich im Bereich des Völkerrechts promovieren möchte. Und als dann die Entscheidung zu treffen war, ob ich in Bonn das Examen mache oder an anderer Stelle, da habe ich gedacht, nee, Heidelberg ist der bessere Ort. In Heidelberg gab es auch schon Examensvorbereitungsprogramme ohne Repetitor. Und dann bin ich nach Heidelberg gegangen und klar war auch, dass hier das Max-Planck-Institut ist. Und das war auch mit ein Grund, nach Heidelberg zu gehen. Also die Leuchtkraft des Instituts Anfang der 90er Jahre, die war ganz klar gegeben. Und selbst wenn man von Christian Tomuschat sozusagen kam, war klar, Heidelberg ist eigentlich der Place to be, um hier im Bereich des Völkerrechts zu promovieren. Das heißt, das war klar. Und wir hätten auch gerne schon als studentische Hilfskräfte hier gearbeitet, aber es war damals nicht möglich. Einer der Direktoren, ich sage jetzt nicht welcher, hat damals auf eine Anfrage des Kommilitonen gesagt, na, machen Sie doch erstmal erstes Examen und dann kommen Sie wieder. Das heißt, das Institut war schon sehr geschlossen für uns Studierende, aber danach hat sie es geöffnet. Ja, also mit dem guten Examen konnte man hier dann auch anfragen und wurde sehr freundlich aufgenommen. Das ist total spannend, weil ich kam als studentische Hilfskraft hierher. Also ich habe ja im zweiten Semester angefangen und bin seitdem immer geblieben. Und da hatten wir eine Hilfskraftarmee, gerade bei Professor Wolfrum, der Doktorvater war. Der hatte ja so wahnsinnig viele Projekte, gerade zum Thema Demokratieförderung. Und da waren Armeen an Hilfskräften, die da gearbeitet haben und ihn unterstützt haben, gerade in diesen verfassungsgebenden Fragen. Und deswegen war das ein sehr junges, ein sehr dynamisches Institut. Also gab es also noch eine Klasse unter den Doktoranden. Jetzt kamen Sie ja als junge Frau an dieses Institut, als eigentlich die erfahrenerweise die Jüngeren in dem Sinne. Was war das für ein Institut, was Sie gefunden haben? Es war sehr geschlossen. Wie war die Zusammensetzung? War das sehr deutsch? War das sehr international? Also ich kenne die letzten Jahre von Herrn Wolfram noch, die waren sehr international mit vielen Leuten aus Iran und dem Maghreb und Afghanistan. Weil es damals einfach die Forschungsgebiete damals waren. Aus der Zeit zwischen 1995 bis 2000 kann ich so gar nicht
aus dem Innern des Instituts so viel berichten, weil ich meine Dissertation, wie gesagt, gar nicht nur in Heidelberg geschrieben habe, örtlich, sondern auch an anderen Orten. Aber ich habe das Institut also mit Blick darauf, wie Doktorandinnen und Doktoranden aufgenommen wurden, immer als sehr offen und freundlich erlebt, aber auch sehr herausfordernd. Also das war schon der Anspruch, Speerspitze der Forschung zu sein. Das war schon auch ein bisschen einschüchternd vielleicht in gewisser Weise, aber auch inspirierend. International kann ich zwischen 1995 und 2000 nicht so viel sagen, aber ich kam ja als Referentin dann nach meiner Referendarszeit in Berlin wieder ins Institut im Jahr 2001 im Frühjahr und da war es schon auch international. Also wir hatten immer Gäste auch bei den Referentenbesprechungen, wir hatten Gäste im Lesesaal und so weiter und internationale Gäste, viele Konferenzen, Symposien mit internationalen Gästen. Insofern war es sehr international, würde ich sagen, wobei ich natürlich jetzt keinen Vergleich zu heute habe. Aber was Sie sagen mit der Verfassungsentwicklung, das hat damals ja in den 2000er Jahren schon angefangen, als die Verfassung für den Südsudan verhandelt wurde. Damals war der Sudan ja noch ein Staat. Und da wurde sowohl die Abtrennung als auch die Verfassung für den Südsudan hier mit am Institut verhandelt mit 2 Delegationsgruppen aus dem Sudan. Eine Delegationsgruppe aus der sozusagen von der Regierungsseite und eine Delegationsgruppe aus dem Südsudan. Und die saßen hier im Zimmer der Referentenbesprechung. Es war wirklich auch sehr beeindruckend. Wir waren nicht immer dabei, aber teilweise dabei zu sein und Protokoll zu führen und so weiter. Ja, hier ist gibt noch das Gerücht in dem Sinne, dass sich die zum allerersten Mal die wurden im selben Hotel einquartiert. Und zum allerersten Mal haben sie sich getroffen beim Frühstücksbuffet in einem Heidelberger Hotel kam der Frieden im Südsudan zusammen. Das ist auch irgendwie eine spannende Geschichte, einfach wie das hier einfach in Heidelberg dann so verhandelt wurde oder überhaupt diese Annäherung dann stattgefunden hat. Ich weiß noch, wie wir umgezogen sind hier aus dem Institut raus, haben wir einen ganzen Zimmer voller Friedensverträge noch hier gehabt aus dem Südsudan. Da war noch unglaublich viel Material da, was wir dann letztendlich schreddern mussten alles. Da war wirklich noch wahnsinnig viel an Material da von Herr Wolfrum auch. Ja, und Verfassungsentwürfe. Ja, ganz viele. Die Revolution in den 2000ern, ob jetzt irgendwie Algerien, Marokko, Tunesien und so weiter, man kamen ja sehr viele Leute hierher und haben sich das angeschaut. Ja, aber ich fand gerade auch die Verhandlungen zwischen Südsudan und Sudan wahnsinnig beeindruckend, weil es natürlich auch unglaublich mutig war, diese beiden verfeindeten Gruppen hier einzuladen. Ja, es hätte auch grandios schiefgehen können. Und da habe ich Herrn Wolfram wirklich auch für seinen Mut bewundert, das hier zu versuchen. Und Sie waren hier so als Doktoranden oder Referenten eingebaut in diese sehr praktischen Arbeiten auch, hier wirklich Frieden zu schaffen durch Recht? Naja, als ich 2000 oder 2001 ins Institut kam, war ich ja schon promoviert. Ich habe meine Dissertation dann eben abgeschlossen Ende der 90er Jahre und war dann promoviert und kam dann hier als Referentin an, als Postdoc sozusagen. Und als Postdoc hatte man damals Referate, also Länderreferate und auch inhaltliche Referate. Und meine inhaltlichen Referate waren, glaube ich, humanitäres Völkerrecht und ich hatte, glaube ich, das US-Referat. Und ich bin mir gar nicht sicher, ob ich auch Umweltvölkerrecht schon als Referat übernommen hatte. Aber das war so mein Forschungsbereich. Und ich war natürlich dadurch, dass ich Referentin für Rüdiger Wolfrum war, dass er auch mein Doktorvater war, dass er mich schon lange kannte, insbesondere in seine Forschungsarbeiten eingebunden. Und da war ein Teil auch diese Friedensverhandlungen oder dieser Verfassungsprozess im Sudan, wobei das eher schon ans Ende meiner Tätigkeit fiel, beziehungsweise schon an den Beginn meiner Forschungsgruppe. Und das war ja eine unabhängige Forschungsgruppe, insofern war ich da keinem der Direktoren mehr zugeordnet. Ja, zu Ihrer Forschung komme ich gerade noch, aber mich interessiert vor allem noch so diese Frage, wie das mit den Referaten war. Als ich kam, hatten wir die Referate schon gar nicht mehr. Das war aber die Debatte, sollen wir die wieder einführen? Wie kann man sich das mit den Referaten vorstellen? Wurde man dazu geteilt? Hat man die sich ausgesucht? Was hat das bedeutet, ein Referat zu sein? Es war beides. Man konnte wählen, soweit es eben offene Referate gab. Und es wurde zugeteilt.
Und das richtete sich nach den eigenen Forschungsvorlieben natürlich im besten Fall. Aber es gab auch Referate, die einfach zugeteilt wurden. Ein Kommilitone von mir hat zum Beispiel das Israel-Referat damals übernommen und hat sich dann eben da eingearbeitet. Das heißt, die gab es, die Referate, und die waren auch weiterhin eng angebunden, auch zum Teil an die praktischen Fragen des Auswärtigen Amtes. Und ich kam ja ins Institut und kurz danach waren ja die Anschläge, Terroranschläge um den 11. September, also 9/11. Das heißt, das Referat, wo es um humanitäres Völkerrecht ging, hat dann plötzlich eine ganz andere Bedeutung. Ja, humanitäres Völkerrecht war früher für Deutschland nicht besonders relevant. Aber durch die Terroranschläge und die Frage, findet humanitäres Völkerrecht, Kriegsvölkerrecht auch Anwendung auf terroristische Akte, hatte das plötzlich eine ganz andere Bedeutung, auch im Austausch zum Auswärtigen Amt. Und das ist ja dann, wo die Referentenbesprechungen auch irgendwie ins Spiel kommen. Weil ich das verstanden habe, waren ja die Referate auch, dass man in diesen Themen Vorträge hält, was zu den aktuellen Entwicklungen. Genau. Ja? Also genau, dass die aktuellen Entwicklungen in den Referatsgebieten wurden berichtet. Und genau, ich hatte das US-Referat, und das war auch deswegen interessant, weil damals ja leider, muss man sagen, dann Guantanamo eingerichtet wurde, sodass sich diese gesamten Fragen auch um die Unlawful Combatants und die Internierung in Guantanamo damals stellten, sodass sich interessanterweise humanitäres Völkerrecht und US-Referat auch irgendwie überlappt haben. Ja, wir haben hier die Protokolle, also damals gab es noch Protokolle, ja auch von den Referentenbesprechungen, die musste man führen, die haben wir schon nicht mehr gemacht, muss man sagen. Und da gibt es auch irgendwie diese einen Vortrag von Ihnen zur Behandlung von ausländischen Gefangenen und gerade, was ist das hier? Die Handlung der Kriegsgefangenen des Afghanistankriegs durch die Vereinigten Staaten. Das ist ja ein Thema, was wir eigentlich bis heute in gewisser Weise haben. Wie werden Kriegsgefangene behandelt in bewaffneten Konflikten? Und natürlich auch ein sehr, 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 sehr praktisches, sehr, sehr aktuelles Thema. In dem Sinne, wie kann man sich die Diskussionskultur hier vorstellen in so Referentenbesprechungen nach so einem einschneidenden Ereignis wie dem 11. September? Wir diskutieren hier momentan ganz viel Gaza, Israel, und da ringen wir auch um eine Diskussionskultur, die natürlich auch politische, ethische, juristische Fragen beinhaltet. Das kann man oft auch manchmal gar nicht so trennen. Wie kann man sich das 2001 vorstellen oder nach 2001? Wir hatten ja damals noch die US-Armee hier in Heidelberg. Ja, die US-Armee hier in Heidelberg hat uns nicht beeinflusst. Okay, ja, das ist gut, aber auch eine geografische Nähe auf jeden Fall zu diesen... Ja, klar. Also Anfang der 2000er Jahre war man vielleicht, aber das hängt vielleicht auch von der familiären Prägung ab, wie sozusagen das Verhältnis zu den USA, zu den politischen Entwicklungen in den USA war. Grundsätzlich vielleicht zu Guantanamo. Guantanamo ist immer noch nicht geschlossen. Das heißt, die Fragen wären eigentlich leider weiter aktuell, aber im Moment kümmert sich eigentlich niemand mehr darum, außer dass vielleicht berichtet wird, dass die letzten Gefangenen jetzt vom gegenwärtigen Präsidenten in verschiedene Länder doch verbracht werden und entlassen werden. Aber ob Guantanamo jemals geschlossen wird, wissen wir nicht. Und damals begann die Diskussion um die Völkerrechtskonformität des Handelns der USA. Und es war erschreckend zu sehen, wie sich sozusagen die Lage entwickelt hat. Und ich kann mich noch erinnern, als ich an diesem 11. September hier im Institut saß, es gab ja noch kein Homeoffice, das heißt, wir saßen alle im Institut. Und es war eines der ersten Male, dass ich überhaupt online Nachrichten geschaut habe, muss ich sagen. Also sozusagen der Zugriff auf Online-Quellen war auch nicht damals so, dass wir ständig online waren. Aber jemand hat gesagt, es gibt einen Unfall in New York mit einem Sportflugzeug, hieß es zuerst. Und dann bin ich online gegangen, habe ich gesehen, wow, okay. Aber es sah relativ klein aus, sah wirklich aus wie ein Unfall von einem kleineren, vielleicht Sportflugzeug oder Passagierflugzeug. Und dann kam das zweite Flugzeug und dann war auch klar, das ist kein Unfall, sondern es ist ein Anschlag. Und dann haben wir uns Referenten zusammengeschlossen und haben gesagt, Gott, was ist das? Sollen wir mal das ganze Institut informieren? Weil wir wussten gar nicht, weiß es überhaupt schon jeder? Und jemand hat dann, glaube ich, eine E-Mail sogar geschrieben, so nach dem Motto, es gibt Anschläge in New York. Und das war Zeitenwende. Der Begriff wird jetzt auch benutzt, aber das war absolut eine Zeitenwende. Und ich musste an dem Tag nach Frankfurt und in Frankfurt waren noch riesige Bildschirme aufgebaut, glaube ich, für irgendeine Fußball, EM, WM, ich weiß es nicht mehr.
Und da sah man da die Bilder aus New York, wie die Leute aus den Hochhäusern sprangen oder fielen. Also es war katastrophal. Aber die Entwicklung danach war auch katastrophal. Und ich weiß, dass Rüdiger Wolfrum, mit dem hatte ich danach gesprochen, er meinte, ich habe über die Anschläge gesprochen, er meinte, das wird nichts Gutes für die Welt heißen. Und er hatte recht. Ich hatte es damals nicht gedacht. Ich hätte nicht gedacht, dass die Entwicklung nimmt, wie sie dann eben genommen wurde, oder dass die USA den Weg beschreiten, den sie beschritten haben mit Guantanamo, mit der These, es gibt sogenannte Unlawful Combatants, die weder Kombattanten sind noch Zivilisten. Denn das war ja die These der USA. Wir haben bei den Terroristen Menschen, die weder Zivilisten sind noch Kombattanten, was völkerrechtlich bedeutet, dass sie weder unter sozusagen die 3. Genfer Konvention fallen, noch unter die 4. Genfer Konvention. Also die These der USA, der damaligen Bush-Administration war, wir haben einen rechtsfreien Raum. Wir haben einen rechtsfreien Raum, in dem wir diese Terroristen oder vermeintlichen Terroristen möglicherweise exekutieren können, internieren können, ohne irgendwelche völkerrechtlichen Grenzen. Und auch im Übrigen ohne menschenrechtliche Grenzen, denn die USA vertreten ja die These, dass die Menschenrechtsverträge wie der Pakt für bürgerliche und politische Rechte, den die USA ja ratifiziert haben, an den Landesgrenzen endet. Das heißt, deswegen Guantanamo wurde gewählt, weil es außerhalb des Territoriums der USA war und dort keine Rechte, weder Menschenrechte aus Sicht der USA noch die Genfer Konvention galten. Das heißt, es waren wirklich umwälzende Zeiten. Und in diesen umwälzenden Zeiten kam es natürlich auch dazu, dass wir das diskutieren wollten und mussten. Und wir als wissenschaftliche Mitarbeiter hatten dann die Möglichkeit, eine große Konferenz zu organisieren und haben das auch gemeinsam gemacht. Christian Walter, Frank Schorrkopf, ich haben eine große Konferenz zur Behandlung dieser Themen, Einhegung des Terrorismus sozusagen konzipiert und dann auch durchgeführt mit Unterstützung der Direktoren. Das war ein Punkt. Der andere Punkt war Referentenbesprechung. Und ich war ja damals die Referentin für humanitäres Völkerrecht, also Kriegsvölkerrecht. Und die große These der USA war, dass es nicht einfach nur ein Verbrechen, sondern das ist ein Act of War, also ein Kriegsakt. Das heißt, die These der USA war eigentlich, dass das humanitäre Völkerrecht, Kriegsvölkerrecht Anwendung findet, wobei im Ergebnis ja nicht für die Unlawful Combatants. Das heißt, man musste diskutieren, ja, findet das Anwendung oder nicht. Ich habe mir da etwas Zeit gelassen und dann erst im Januar, Februar berichtet, in 2 Referentenbesprechungen, weil ich erst bis dahin auch meine Thesen entwickelt habe. Und meine Thesen waren, anders als die Thesen vieler Völkerrechtlerinnen und Völkerrechtler damals, doch, es ist in der Tat, es könnte ein Kriegsakt sein, dann nämlich, aber auch nur dann, wenn diese Anschläge zurechenbar wären einem Völkerrechtssubjekt wie Afghanistan oder dem de facto Regime der Taliban. Und die These habe ich vertreten. Und einer der Direktoren, Herr Vohwein, war damals noch der Ansicht, nee, das ist einfach ein Verbrechen und muss abgeurteilt werden, wie andere Straftaten auch. Das heißt, dann dürfte natürlich auch dürfte nicht ein bewaffneter Konflikt durchgeführt werden, beziehungsweise die Terroristen nicht im Rahmen des Kriegsvölkerrechts sozusagen normativ diskutiert werden, sondern einfach im Bereich des Strafrechts. Meine Gegenthese war, Achtung, wir müssen einfach schauen, sind die Genfer Konventionen anwendbar, und die sind eben anwendbar, auch wenn private Akte begehen, wenn diese Akte der Privaten zurechenbar sind einem Völkerrechtssubjekt. Und das habe ich vertreten. Wenn die Genfer Konventionen aber anwendbar sind, dann gilt eben die 4. Genfer Konvention, und dann sind Terroristen offensive Zivilisten, aber eben nur dann, wenn sie auch aktuell an Gewalttaten teilnehmen. Also es war ein bisschen differenzierte Argumentation, selbstverständlich nicht die Argumentation der USA, die gesagt haben, ja, es ist einfach ein Kriegsakt, aber es gibt keine Rechte für Terroristen. Das habe ich nicht vertreten, aber ich habe gesagt, wir müssen schon schauen, ob nicht doch die Genfer Konventionen Anwendung finden und warum. Und das wurde dann diskutiert.
Und konnten Sie Herr Frohman überzeugen? Ich habe es auf 2 Referentenbesprechungen aufgeteilt. In der ersten habe ich begründet, warum die Genfer Konvention Anwendung finden können und unter welchen Bedingungen. Und in der zweiten habe ich unter die Genfer Konvention subsumiert und dann eben geprüft, sind sie Kombattanten, sind sie Zivilisten, sind sie offensive Zivilisten. Und nur an der zweiten war Herr Frohman dabei. Und er hat meine Einführung nicht mitbekommen. Und deswegen hatte ich ihn in dieser zweiten Sitzung nicht überzeugt. Aber wir haben das dann im Nachhinein nochmal geklärt. Und ich glaube, ich habe ihn dann schon überzeugt, dass eben unter bestimmten Bedingungen eine Zurechnung erfolgen kann zu einem Staat, wobei die Zurechnung zu den Taliban weiterhin umstritten ist, wenn wir Al-Qaida und Taliban unterscheiden. Und nicht ganz klar ist, wer jetzt welchen Einfluss auf Al-Qaida ausgeübt hat. Also man kann über die Zurechnung streiten, aber meine Prämisse war ja, wenn wir zurechnen können, dann gelten die Genfer Konventionen. Und ich glaube, das hat ihn dann schon überzeugt. Also das ist ja auch so eine Streitkultur, eine Diskussionskultur hier, die wirklich die Frage der juristischen Debatte ganz, ganz klar hat. Also wie kann man subsumieren unter bestehende Rechtsbegriffe beispielsweise auch. Aber natürlich auch ganz spannend, das ist eine sehr, sehr praktische Frage, die es ja hier gab, die Sie behandelt haben. Und da gab es damals vielleicht auch eine gewisse Spannung zwischen Grundlagenforschung hier und Rechtspraxis und Rechtsanwendung. Also Herr Wolfrum und Herr Frohman haben ja beide auch praktisch, vor allem vor dem IGH oder vor anderen Gerichten, auch für die Bundesregierung Rechtsberatung gemacht in dem Sinne. Waren Sie da auch beteiligt? Also was war Ihre Beziehung vom Thema her zur Rechtspraxis und vor allem zur Arbeit im Auswärtigen Amt beispielsweise? Mein großes Thema war einfach dadurch, dass ich 2001 aufs Institut kam, als promovierte Referentin. Mein großes Thema war damals Terrorismusbekämpfung und die rechtliche Einordnung. Und das hat sich ja über viele, viele Jahre durchgezogen. Es ging ja nicht nur um die Frage, wer ist Kombattant und wer ist Zivilist, sondern es ging ja auch um die Frage Guantanamo. Das heißt, welche Normen menschenrechtlich oder auch kriegsvölkerrechtlich gelten dann für die Gefangenen in Guantanamo. Und es ging um die Frage der sogenannten Enhanced Interrogations Methoden, also der Methoden, die wir damals schon in Deutschland als Folter bezeichnen würden und die erst viel später als Folter anerkannt wurden, die in Guantanamo durchgeführt wurden. Also das berühmte Sprichwort, dass jetzt die Samthandschuhe ausgezogen werden, damals von der Bush-Regierung. Das war auch ein großes völkerrechtliches Thema. Was wird da gemacht? Und ist es Folter oder ist es keine Folter? Und warum argumentieren die Amerikaner, dass es keine Folter sei? Ja, ein großer Schock auch für mich jedenfalls, weil die USA letztlich eigentlich für mich trotz allen Erfahrungen mit Vietnam oder Völkerrechtsbrüchen, die man ihnen schon davor vielleicht hätte vorwerfen oder nachweisen können, plötzlich einen Weg beschritten haben, den ich jedenfalls nicht mehr nachvollziehen konnte. Und das war sehr konkret. Und da gab es auch einen konkreten Austausch mit dem Auswärtigen Amt, aber es war letztlich dennoch auch Grundlagenforschung aus meiner Sicht, weil es natürlich die Frage war, inwiefern reagiert das Recht, das alte Recht, die Genfer Konvention, auf neue Entwicklungen. Und das ist ja eigentlich eine Grundlagenfrage. Das heißt, brauchen wir ein neues Zusatzprotokoll, um terroristische Aktivitäten rechtlich zu normieren, einzuhegen, zu erfassen? Oder gilt das alte Recht auf diese neuen sozusagen terroristischen Anschläge? Und meine These war da guckt erstmal, was wir haben. Ja, schaut erstmal, wenn wir die Genfer Konvention haben, warum sollen wir über ein neues Protokoll nachdenken, was über Jahrzehnte verhandelt werden muss und was vielleicht die Rechte von Kombattanten oder Zivilisten abschwächt und was dann nicht ratifiziert wird von relevanten Akteuren. Warum schauen wir nicht erstmal, ob die Genfer Konvention Anwendung finden? Und aus meiner Sicht waren das dennoch dann Grundlagenfragen, auch wenn sie praktische Relevanz haben. Und das finde ich eigentlich auch immer, deswegen bin ich eigentlich Juristin geworden. Ich hatte mir auch überlegt, Politikwissenschaften oder Philosophie zu studieren. Aber ich finde gerade diese Verbindung zwischen Praxis und Grundlagen, Diskussion, das Spannende.
Das finde ich total spannend, weil diese großen Fragen Terrorismus, Krieg, bewaffneter Konflikt sind natürlich auch jetzt wieder ganz, und die Rolle des Völkerrechts dazwischen ist natürlich jetzt auch für uns als Referenten enorm wichtig. Aber was uns da so momentan so umtreibt, ist auch die Frage der Verantwortung, die man als Wissenschaftler oder Wissenschaftlerin in diesen Zeiten auch wirklich hat. Also wir arbeiten an diesen Themen, wir werden vom Staat dafür bezahlt, dass wir an diesen Themen forschen und uns Fragen stellen und auch Zeit haben, diese Antworten zu finden. Und dann ist für uns oft die Frage, was haben wir als Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen auch für Verantwortung, uns zum Beispiel zu diesen Fragen zu äußern. Wie äußern wir uns? Wie gehen wir damit in die Öffentlichkeit? Jetzt natürlich aktuell, es gibt Blogs, es gibt Zeitschriften, es gibt Online-Diskurse, Social Media. Das gab es natürlich damals nur begrenzt, aber waren das auch Fragen, die Sie sich gestellt haben damals im Diskurs? Wie kann man seine Rolle, was ist meine Rolle hier in dieser wirklich sehr höchst politisierten und auch natürlich irgendwie persönliche, auch sehr, sehr schwierigen Rolle, wo das Völkerrecht eigentlich die Rolle des Völkerrechts gar nicht so klar ist, die Stellung des Völkerrechts an sich wird das gebrochen. Was können wir da als Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen da eigentlich noch tun? Ich glaube, als Wissenschaftlerin, als Wissenschaftler ist man der Wahrheit verpflichtet und manche mögen den Begriff der Wahrheit nicht bei der Diskussion um normative Aussagen. Aber ich folge hier philosophisch den Pragmatisten wie Hilary Putnam, die auch für normative Aussagen oder auch Wahrheit als Kriterium für normative Aussagen annehmen. Das heißt, ich glaube, es gibt wahre und unwahre Aussagen, auch in Bezug auf normative Auslegung und vertretbare und unvertretbare Auslegungsergebnisse. Und als Wissenschaftlerin kann ich immer nur das sagen, was ich als wahr belegt finde und was vertretbar ist in dem Sinne es dann eben wahr ist. Und mir ist klar, das ist nicht die einzig mögliche Lösung. Ja, es ist keine absolute Wahrheit, das ist nicht die einzig mögliche Lösung. Aber andere müssen dann eben andere Argumente bringen, um zu zeigen, dass ihre Lösung die besser begründete ist, ohne dass ich diese anderen Argumente bei meiner Diskussion außen vor lassen darf. Aber für mich stand immer außer Frage, und auch wenn ich mich unbeliebt mache, auch in späteren Zeiten, auch als ich Mitglied des Ethikrats war, dass ich immer das vertrete, was ich für wahr und für die am besten begründete Lösung halte. Und selbst wenn sozusagen die herrschende Meinung am Anfang nach den Terroranschlägen war, das ist ein Crime, ein Verbrechen und kein Act of War, habe ich gedacht, schaut doch erstmal in die Genfer Konvention und lasst uns schauen, ja oder nein und unter welchen Bedingungen. Ich sehe da keine andere Möglichkeit. Und ich glaube, die einzige ethische Verantwortung ist die Verantwortung gegenüber der wahren Aussage. Man muss selber nur schauen, welche Biases spielen eine Rolle. Ist man biased in irgendeiner Art und Weise? Aber eigentlich kann man unzulässige Biases ja schon dadurch entdecken, indem man sich mit den Gegenargumenten auseinandersetzt und prüft, ob die Gegenargumente vielleicht doch in gewisser Weise besser sind oder richtiger sind als die eigenen Argumente und man die eigenen Argumente nur vertritt, um ein bestimmtes Ergebnis zu erreichen. Das habe ich eigentlich nie gemacht. In der politischen Debatte wird es sicher oftmals gemacht, aber deswegen wäre ich wahrscheinlich für die Politik auch nicht so gut geeignet, weil ich eigentlich immer versuche wahrscheinlich die Lösung zu vertreten, die ich für die am besten begründete halte. Und das ist, glaube ich, mehr kann man nicht tun als Wissenschaftlerin, als Wissenschaftler. Und wenn es politisch unbequem ist, dann muss man sich wahrscheinlich die Frage stellen, wem schadet es und wem nützt es? Also wenn ich jetzt aktuelle Debatten im Völkerrecht betrachte zu Grönland, ja, da müsste man sich natürlich die Frage stellen, wem schadet es und wem nützt es, wenn man zu bestimmten Ergebnissen kommt, die dogmatisch vertretbar sind. Meine Frage eher so in die andere Richtung, die Frage, wie kritisch spricht man beispielsweise zur Öffentlichkeit? Wenn das sind ja öffentlich relevante Fragen. Aktuell, Referenten, Referentinnen sollen Blogs schreiben, die sollen Zeitungsartikel, die sollen in die Öffentlichkeit gehen. Wir haben also eine Rolle zur Öffentlichkeit eben, auch gerade weil wir Grundlagenforschung hier machen. Was natürlich auch bei einer aktuellen, wirklich sehr, sehr dynamischen Situation oft schwierig ist. Was kann ich jetzt überhaupt dazu sagen? Weiß ich überhaupt alle Informationen? Was kann ich überhaupt als Referentin dazu sagen? Ist das jetzt nicht irgendwie über meinem
Erfahrungshorizont manchmal zu bestimmten Punkten auch schnell Stellung zu nehmen. Ist das überhaupt meine Aufgabe, wenn ich jetzt hier in Heidelberg sitze und Grundlagenforschung eigentlich mache? Das ist so ein gewisses Spannungsfeld, das wir irgendwie aktuell haben, was aber natürlich, glaube ich, auch natürlich mit der Medienlandschaft und mit dieser veränderten Diskussionskultur wahrscheinlich auch zusammenhängt, die wir haben, letztlich, was sich so entwickelt hat. Einfach, ich weiß nicht, ob das Fragen waren, die Sie sich damals schon gestellt haben, aber... Ich musste mir die Frage einmal stellen, weil kurz danach kam ein Anruf damals der Süddeutschen Zeitung, ob ich nicht Stellung nehmen will zu Guantanamo. Und ich habe das gar nicht, hatte kein Medientraining. Ich habe dann einfach so geantwortet, wie ich dachte, dass es richtig war. Und dann erschien ich, ohne das mit den Direktoren vorher besprochen zu haben, auf der ersten Seite der Süddeutschen Zeitung mit dem Zitat, zum Glück eins, hinter dem ich dann stand. Aber ich weiß nicht, ob beide Direktoren jetzt so glücklich waren, dass sie nichts davon wussten, dass ich das gemacht habe, also dieses Interview gegeben. Das ging dann letztlich gut, weil es, glaube ich, auch wichtig war, das zu sagen. Aber man kann ja immer nur über Forschungsergebnisse berichten. Das heißt, ich hätte nichts gesagt, wenn ich nicht mir sicher gewesen wäre, dass das Ergebnis meiner Forschung ist. Und das, glaube ich, würde ich auch immer jungen Kolleginnen und Kollegen sagen, wenn ihr über eure Forschungsergebnisse berichtet, dann, glaube ich, sollte man in die Öffentlichkeit gehen. Aber man sollte nicht in die Öffentlichkeit gehen, bevor man nicht selber sich klar ist, was das Ergebnis der Forschung ist. Also was richtig oder wahr ist oder vertretbar ist, das sollte man nicht machen. Und wenn man deswegen nicht weiß, was richtig oder wahr ist oder vertretbar ist, weil man nicht genug sozusagen Fakten hat, um zu subsumieren. Also man weiß, was richtig war und vertretbar ist in Bezug auf die Norm, aber nicht in Bezug darunter, wie ein Fall zu beurteilen ist, weil man die Fakten nicht kennt, also aktuelle Konflikte, Ukraine oder Israel, dann würde ich auch nichts zur Subsumption sagen. Dann muss man den Journalisten sagen, tut mir leid, ich kenne die Fakten nicht, kann Ihnen die Norm sagen, aber ich kenne nicht die genauen Fakten. Ich weiß nicht, ob unter dem Krankenhaus Truppen stationiert waren, ob es Human Shields gab und so weiter. Und das müsste man alles wissen. Ja. Ja, nee, ganz spannend. Ich würde gerne noch mal inhaltlich reden. Wir hatten ja schon mal die Frage der Entscheidung oder ethischen Entscheidungen angesprochen gerade. Sie haben ja zum Schutz der Umwelt in bewaffneten Konflikten promoviert. Und da sind aber mit der Max-Planck-Forschungsgruppe dann noch mal ein ganz anderes Thema gegangen, nämlich um die Schnittstelle eben auch zwischen Recht, Ethik und medizinischen Entwicklungen und wie dort demokratisches Entscheiden eigentlich möglich ist. Könnten Sie dazu noch was sagen? Also von dem Sprung von Referentin zu Forschungsgruppe und Ihrer Forschung in der Forschungsgruppe. Die Forschungsgruppe war eine spannende Möglichkeit, denn mein Habilitationsthema musste ja was anderes sein als mein Dissertationsthema und sollte auch nicht völkerrechtlich sein. Und ich hatte mich dann konzentriert auf forschungsethische Fragen, biomedizinische Fragen, weil die Anfang der 2000er Jahre auch diskutiert waren. Forschung an embryonalen Stammzellen, an humanen embryonalen Stammzellen, also die Forschung mit Menschen. Beispielsweise war ethisch hoch umstritten, ob das eine Entwürdigung ist des ungeborenen Embryos, ob damit Artikel 1 des Grundgesetzes verletzt ist, ob in Deutschland sowas gemacht werden darf oder nicht. Mich hat aber nicht so sehr interessiert, ob wir jetzt wirklich einen Würdeverstoß haben, sondern eher die prozedurale Frage. Das heißt, wie reagiert eine demokratische Gesellschaft auf schnelle technologische, medizinische Entwicklungen, die ethisch hoch umstritten sind? Wie finden sich hier Normen? Wie finden sich Konsense? Und das war zum einen Thema meiner Habilitation, als auch dann meines Vorschlags für eine unabhängige Forschungsgruppe. Und durch die Ausschreibung, die dann möglich war, oder die Bewerbung, ja, kam diese Forschungsgruppe zustande. Und das war super spannend, weil das mir natürlich die Möglichkeit gegeben hat, zum einen mit jungen Doktorandinnen und Doktoranden zusammenzuarbeiten, auch wenn ich selber noch gar nicht habilitiert war. Das war eine große Ehre. Es wurde auch extrem gut finanziert, muss man sagen. Das heißt, wir hatten, glaube ich, ich hatte am Anfang in der ersten Runde 4 Mitarbeiterinnen, es waren übrigens alles Frauen. Davon sind mittlerweile 3 Professoren. Ja. Die haben nicht bei mir habilitiert, aber die haben bei mir zum Teil dann promoviert. Also 2 haben promoviert, Jelena von Achenbach und Fruzsina Molnar-Gabor, darf ich ja mal vielleicht sagen. Die waren damals in meiner ersten Forschungsgruppe. Das zeigt, dass wenn man
jungen Wissenschaftlerinnen, Wissenschaftlern Geld in die Hand gibt, vielleicht auch was Gutes daraus entstehen kann. Meine Habil wurde auch fertig, das war auch gut. Auf ganzer Linie. Und das Spannende war, dass ich in dem Bereich dann auch wirklich verstärkt interdisziplinär forschen konnte. Das heißt, wir konnten auch Referenten einladen, die Philosophen waren, Philosophinnen. Wir konnten eine Art Gesprächskreis einrichten zu diesen Fragen, Zusammenspiel, Recht und Ethik im Bereich Biomedizin, Biotechnologie. Wir hatten mal einen Wirtschaftswissenschaftler da, der einen Vortrag gehalten hat. Wir haben Symposien veranstaltet. Also war super. Eine grandiose Möglichkeit. Hört sich total toll an. Wie kam es denn überhaupt zu diesen Forschungsgruppen? Ich glaube, Sie waren eine der ersten, die so eine hatte. Wissen Sie da, also wie kam das auf und wie war so die Stellung auch zu den Direktoren? Das war jetzt keine neue Abteilung, aber schon was sehr Selbstständiges, was ja wunderbar ist. Ja, also wie das aufkam, das kann ich nicht sagen. Das war eine Entscheidung der Max-Planck-Gesellschaft. Die haben sich beworben auf eine Ausschreibung. Genau, und damals habe ich mich dann beworben. Und es war ein Auswahlverfahren mit auch externen Gutachterinnen und Gutachtern, sodass ich schon ziemlich glücklich war, glaube ich sogar mit dem Vortrag und der Befragung. Also nicht nur schriftlich, sondern Vortrag und Befragung, sodass ich schon ziemlich glücklich war, als es dann geklappt hat, ohne jetzt die Dimension ganz übersehen zu können. Weil man hat ja dann auch plötzlich Personalverantwortung, man hat Verantwortung für junge Doktorandinnen und Doktoranden. Ich selber hatte ja eigentlich noch gar kein Promotionsrecht, weil ich noch nicht habilitiert war. Das heißt, es war gar nicht so schlecht, dass ich dann doch relativ schnell habilitiert war und dann auch meine Doktorandin selber promovieren konnte. Also das hatte am Ende alles gut gepasst, aber ich habe mir da vorher nicht so viel Gedanken gemacht, außer dass ich dachte, ja, ist doch eigentlich eine gute Sache. Geld zu haben für Forschung ist immer eine gute Sache, Leute einstellen zu können. Ist auch eine gute Sache und in dem Bereich forschen zu können, in dem man forschen will, ist auch eine gute Sache. Ja, man muss dann vielleicht auch, darf nicht bei allem zu lang nachdenken. Und deswegen, ja, fand ich das toll. Und die Stellung im Institut, klar, wir waren unabhängig. Das fanden vielleicht die Direktoren am Anfang auch ein bisschen seltsam. Aber andererseits de facto, außer dass ich mein eigenes Budget hatte und eigene Doktorandinnen und Doktoranden, hatte ich ja dennoch, ich war Teil der Referentenbesprechung, wir waren Teil der Referentenbesprechung. Ich hatte weiterhin enge Verbindungen zu Rüdiger Wolfrum. Also ich war weiterhin im Habilitationsverfahren ja eingebunden am Institut und an der Universität Heidelberg. Insofern, ehrlich gesagt, habe ich mir auch gar nicht so viel da Gedanken drum gemacht. Ich glaube, wenn es jemand gestört hat, dann vielleicht eher die Direktoren, aber die hat es wahrscheinlich auch nicht gestört, weil die ja froh waren, dass es eine Forschungsgruppe am Institut gibt. Also deswegen, ja. Vielleicht können wir noch mal kurz zurückgehen, auf die Entscheidung nach Heidelberg zurückzukommen und hier zu habilitieren. Was hat Sie dazu motiviert, hier wieder zurückzukommen aus Berlin nach Heidelberg ans Institut und dann dort bei Rüdiger Wolfrum zu habilitieren? Ja, das war gar keine so ganz leichte Entscheidung. Denn ich wollte eigentlich, seitdem ich 16 war, Anwältin werden. Oh. Und ich hatte mich dann während der Referendarszeit bei verschiedenen Kanzleien beworben und auch verschiedene Angebote bekommen. Und meine Promotion endete mit der Referendarszeit. Also mein Promotionsverfahren war am Ende der Referendarszeit, sodass beides zusammenfiel und ich mich jetzt wirklich entscheiden musste. Und im oder nach dem Promotionsverfahren hat mich Rüdiger Wolfrum gefragt, ob ich bei ihm habilitieren wolle. Und ich habe damit gar nicht gerechnet, ehrlich gesagt. Also mir hat die Dissertation Spaß gemacht und mir hat die Wissenschaft Spaß gemacht, aber eine Habilitationsstelle war in unserer Generation was ganz Großes, ein seltenes Angebot. Und dann bin ich zurück nach Berlin gefahren und hatte in der Tat ein paar schlaflose Nächte, weil es eine große Entscheidung ist. Wenn ich Anwältin geworden wäre, dann wäre ich auch in Berlin geblieben. Und habe mich dann nach einer schlaflosen Nacht entschieden, doch hier zu habilitieren, weil ich das Institut einfach in guter Erinnerung hatte oder sehr guter Erinnerung hatte, als spannenden Ort erlebt hatte, weil ich Rüdiger Wolfrum als Doktorvater äußerst unterstützend fand und mir das gut vorstellen konnte. Und weil, wenn ich Anwältin geworden wäre, das auch in der Großkanzlei geworden wäre und ich mit Blick auf
Männerdominiertheit, die Großkanzlei doch als sehr männerdominiert empfunden habe, auch mit Blick auf die Mandanten. Und gerade wenn man Umweltrecht macht, ist man ja vielleicht nicht auf der Seite der Mandanten, die die Umwelt schützen. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, als Anwalt, Anwältin kann man natürlich nicht sagen, was man für die überzeugendste Lösung hält, sondern muss sagen, dass die Lösung, die dem Mandanten nützt. Und das ist schon auch eine Frage, ob man das machen will oder nicht. Es hätte mir sicher Spaß gemacht. Manchmal denke ich auch noch daran, wäre doch auch vielleicht schön gewesen. Aber im Grunde bin ich eigentlich sehr glücklich in der Wissenschaft und war auch glücklich in der Zeit am Institut. Und ich war dann ja noch als Referentin lange am Institut. Ich war ja von 2001 bis 2010. Das heißt, das ist ja für eine Habilitation eigentlich viel zu lang. Wobei ich auch erst angefangen habe, richtig zu habilitieren ab 2005, ab 2006. Ja, und ab 2005 waren Sie dann ja auch Forschungsgruppenleiterin. Da gibt es dann auch mit Betreuung der Doktoranden ja auch eine ganze Menge zu tun. Genau, und 2004 ist auch mein Sohn zur Welt gekommen. Insofern war ich auch mal ein halbes Jahr draußen. Aber genau, also insofern. Nee, aber es war einfach eine spannende Zeit. Wir haben viele, wie gesagt, Symposien gehabt, viele spannende Entwicklungen. Und dann die Forschungsgruppe. Es fiel das Stichwort Männer dominiert schon mal als in der Anwaltschaft. Wie war das dann hier? Also im Team von Herrn Professor Wolfrum gab es ja einige Frauen, aber auch so allgemein die Stimmung. Würden Sie sagen, das war hier eine sehr gleichberechtigte, offene, frauen- und familienfreundliche Atmosphäre? Ich glaube, das ist die Frage, von was man ausgeht. Wir hatten damals da fing, glaube ich, Homeoffice erst langsam an. Also ich konnte das erst machen, als ich die Forschungsgruppe hatte. Das heißt, ich habe dann auch in Frankfurt gewohnt, weil wir als Familie in Frankfurt gewohnt haben, aber bin trotzdem jede Woche auch ans Institut gekommen. Und familienfreundlich, ehrlich gesagt, ich habe die Betreuung meines Sohns eigentlich nie, außer wenn er mal richtig krank war, war eigentlich für mich nie so ein Thema hier, sondern wenn ich hier war, habe ich hier einfach gearbeitet. Also es war jetzt nicht so, dass wir da groß darüber diskutiert haben, ob sozusagen irgendwas verändert wird, weil jemand Kinder hat, sondern die Kinder, das muss man halt irgendwie so organisieren, dass es gepasst hat. Und in Frankfurt ging das auch, weil die Kinderbetreuung da relativ gut war. Das ist vielleicht der eine Punkt. Und sonst Frauen dominiert, Männer dominiert. Ich habe mir da insofern nicht mehr so viel Gedanken gemacht, weil ich auch aus einer ganz anderen Welt kam. Nämlich, wenn ich an die Großkanzleien denke, es da ja fast nur Partner gab. Vielleicht eine Anwältin, die auch Partnerin war, weil die Mandanten der großen Unternehmen, die Vorstände, alle Männer waren. So dass ich das hier eigentlich relativ erfrischend fand. Ja, viele waren hier, Nele Matz war hier, Anja Seibert-Vohr war hier, also jetzige Kollegin. Insofern, es kamen dann auch studentische Hilfskräfte nach und nach dazu. Als ich meine Forschungsgruppe hatte, konnte ich ja selber einstellen. Habe dann in der ersten Forschungsgruppe sogar nur Frauen eingestellt, was aber auch eher ein Zufall war. Also wir haben eine offene Ausschreibung durchgeführt für die 4 Stellen. Insofern fand ich das hier, ja, normal, sozusagen, wie ich es aus dem Studium kannte. Ich weiß nicht, ob es wirklich 50-50 war, aber ich habe mich jetzt nicht in irgendeiner Weise als Minderheit gesehen. Und die Diskussionskultur, das ist, glaube ich, eher eine Frage, nicht so sehr Männer, Frauen, sondern eher eine Frage, wie hierarchisch ist ein Institut, wer kann welche Fragen wann stellen, wer kann wann reden. Und da gab es schon eine klare Hierarchie. Das heißt, es war klar, die Direktoren leiten die Referentenbesprechung, die Direktoren stellen die Fragen und man antwortet, ja, und dann wird erst diskutiert. Das war schon relativ insofern hierarchisch, aber ja, Referentenbesprechung diente ja auch der Information. Also das Ziel der Referentenbesprechung war eigentlich die Information der Direktoren und der anderen Mitarbeiter und dann Diskussion. Ziel war nicht so sehr das Darstellen der eigenen Forschung nur, sondern auch Information über aktuelle völkerrechtliche Fragen.
Momentan ist es ganz anders, die Diskussion stellen die letzte Frage, die Direktoren oft. Naja. Also das ist so ein bisschen, die sammeln das oft nochmal ein und sagen dann nochmal so eine Metafrage in dem Sinne. Aber ja, also ich finde das ganz spannend, weil natürlich heute auch noch Information ist ganz, ganz viel. Aber es ist ganz oft auch Training, wie das ist argumentiert. Es ist Training, gute Vorträge zu halten. Es ist Training, auch Vorträge zu einem Thema zu halten, wo man halt nicht forscht, was man trotzdem natürlich ein Urteil beispielsweise. Es ist Teil der Doktorandenausbildung hier offiziell, deswegen auch keine Arbeitszeit, dass es hier ganz bewusst darum gestritten wird, eben diese Tradition und diese als Ausbildung zu sehen auch, nicht nur als Information. Klar, das war aber de facto bei uns natürlich auch Training. Ja. Und es war gerade dadurch Training, dass kritische Fragen gestellt wurden, weil man natürlich als Jurist oder Wissenschaftlerin, Wissenschaftler dauernd kritische Fragen zu eigenen Ergebnissen bekommt. Egal, ob man auf einem Symposium ist, wo man vorträgt oder beim Auswärtigen Amt ist, wenn man beratend tätig ist. Man kriegt dauernd die Frage gestellt, Moment, aber in der Norm steht doch das und das, wie kommen Sie dazu? Ja, das heißt, man muss eigentlich immer ja seine Ergebnisse vertreten und begründen und das hat man gut gelernt in der Referentenbesprechung. Das stimmt natürlich sehr. Nein, und auch die Frage zum Thema Familienfreundlichkeit oder so, das ist natürlich auch was wir hier sehr diskutieren. Wir haben letztes Jahr jetzt tatsächlich die Referentenbesprechung so weit nach vorne gelegt, dass sie in der Betreuungszeiten der Kindergarten tatsächlich ist, was lange, lange Jahre für die Kolleginnen und Kollegen mit Kindern ganz schwierig war. Ne? Also die mussten hier bis 17:30 Uhr, 18 Uhr teilweise sein. So lange hat keine Kita offen. Und dann auch eben noch so die soziale Komponente, die ja hier auf jeden Fall sehr wichtig ist, auch für die Umtrünke, für die Feiern, die es halt hier auch gibt, die gemeinsamen sozialen Events, die existieren, dass da auch irgendwie Leute da sind und teilnehmen können, ist auch immer eine große Frage. Wir haben jetzt einen Wickeltisch seit letztem Jahr auch hier am Institut. Also man geht so ein bisschen der Zeit, aber es ist trotzdem immer ein Aushandlungsprozess. Klar, also Kinderbetreuung ist wichtig, wobei ich da natürlich auch gut fände, wenn die Städte und Gemeinden was tun würden und die Kitas einfach auch vielleicht flexiblere Öffnungszeiten hätten. Und in Frankfurt war es zum Glück ein bisschen besser, ja. Ja, sehr schön. Als in Heidelberg. Aber dann haben Sie ja fast so eine ganze Dekade hier erlebt, die ganzen 2000er und natürlich auch wahrscheinlich den Umzug von der Berliner Straße hierher. Naja, 2000 bis 2010, nicht alle 2000er. Ja. Die Nullerjahre, sagt Die Nullerjahre, genau, die Nullerjahre, ja. Hat sich das Institut verändert in Ihren Augen in den Nullerjahren? Da ist das Institut, was Sie verlassen haben, noch das gleiche wie damals? Es gab ja auch personelle Änderungen. Herr Frohwein wurde emeritiert, Herr von Bogdandy kam. Naja, natürlich hat er von Bogdandy mit dem Europarecht einen ganz neuen Akzent gesetzt, der vorher nicht da war. Und das gab natürlich auch Friktion in gewisser Weise, weil dann europarechtliche Themen diskutiert wurden. Und die klassischen Völkerrechtler sind vielleicht in den europarechtlichen Themen nicht so firm und vielleicht auf der anderen Seite auch umgekehrt. Das heißt, es gab dann natürlich mehr vielleicht Notwendigkeit, sich zusammenzufinden und zusammen zu diskutieren. Das war auf jeden Fall eine Neuerung. Sonst Neuerungen im Institut. Ich meine, mit dem neuen Institut kam natürlich auch die Möglichkeit, hier sich vermehrt zu treffen. Das alte Institut war ja sehr spartanisch, ohne irgendwelche Möglichkeiten zusammenzukommen. Das ist vielleicht auch ein Punkt, aber wir sind damals gemeinsam Mittagessen gegangen als wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ich glaube, das ist ja immer noch der Fall. Also insofern haben wir da keine großen Änderungen erlebt und ich glaube, die großen Änderungen in Bezug auf Referentenbesprechung, Homeoffice, Zoom und so weiter, das kam ja alles erst nach der Pandemie und nach den 2010er Jahren. Das habe ich gar nicht mehr miterlebt. Also insofern. Aber auf der Mitarbeiterebene hat man ja nicht so diese Abteilungen gehabt. Oder haben sich ja eher alle horizontal zusammengearbeitet? Oder wie war da das Verhältnis? Sie hatten ja vorhin auch schon einige Kollegen und Kolleginnen erwähnt. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass mit denen immer noch in Kontakt. Viele sind ja auch in der Wissenschaft geblieben. Ja, gab noch mehr Kolleginnen und Kollegen aus meiner Zeit. Andreas Zimmermann, Potsdam jetzt, Georg Nolte, IGH-Richter beispielsweise. Und ja, wir sind gemeinsam Mittagessen gegangen und wer für welchen Direktor gearbeitet hat, das hat keine Rolle gespielt, sondern wir haben über verschiedene Fragen diskutiert und an manche Diskussionen kann ich mich immer noch erinnern. Also das war schon super spannend. Das hat auch wirklich großen Spaß gemacht. Und das ist natürlich auch toll an dem Institut, dass es anders als auf den Universitäten,
wo wir oft nur einen Völkerrechtler, eine Völkerrechtlerin haben als Professorin oder Professor, hier natürlich Europarecht, Völkerrecht zusammen haben und einen großen Mitarbeiterstab, wo wir wirklich viele Gäste haben, Mitarbeiter, die sich mit ähnlichen Themen beschäftigen. Und das hat man wahrscheinlich ganz selten in Deutschland sonst. Ja, auch die Netzwerke, die man dann da knüpft, auch so im privaten, inhaltlichen, beruflichen, sind natürlich sehr, sehr schön. Also ich fand das immer noch, auch die ehemaligen Mitarbeiter kommen ja oft auch zurück. Und das ist natürlich auch für die aktuellen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen eine wahnsinnig tolle Gelegenheit, da einfach irgendwie in Kontakt zu bleiben. Weil man eben diese gemeinsame Erfahrung hat. Genau, Frank Schorkopf, Göttingen, Tobias Stoll, Göttingen, Christian Walter. München. Ich habe sicher jemand vergessen, aber ungefähr, das war meine Generation, ja. Das ist ja, das ist ja auch alles, das sind ja eine ganz spannende Leute und auch jeder hat so seinen Weg gemacht aus Heidelberg dann trotzdem. Das ist ja auch irgendwie schön. Dann vielleicht noch eine Frage zu Ihrem Forschungsgebiet. Hat sich ja dann auch ziemlich verändert. Wir haben angefangen mit Terrorismus und Umweltrecht. Heute machen Sie Biotechnologierecht und das Recht der künstlichen Intelligenz. Und die Fragen, die sich darüber auch stellen, auch ethisch. Wie hat sich das entwickelt? Hat sich das schon hier entwickelt in Ihrer Forschungsgruppe oder kam das eher mit den bestehenden aktuellen Dynamiken der letzten Jahre? Naja, ich mache nicht nur Biotechnologierecht und KI-Recht, sondern das ist ein Standbein. Eigentlich ist es wie seit der Habilitation, dass ich ein Standbein im klassischen Völkerrecht habe und ein Standbein im Bereich der Technologieregulierung. Und dieses Standbein der Technologieregulierung hat eigentlich am Institut angefangen mit der Forschungsgruppe. Und über die Beschäftigung mit den biomedizinrechtlichen Fragen und Zusammenspiel von Ethik, Recht, demokratischer Normbildung kam ich wahrscheinlich auch in den Deutschen Ethikrat. Und im Deutschen Ethikrat habe ich die Arbeitsgruppe zum Biotechnologierecht geleitet, weil es damals um die Frage ging, ob und inwieweit Dual-Use-Forschung weiter eingehegt werden musste. Damals war die große Debatte um Fouché und andere, die Vogelgrippeviren verändert haben. Und zwar so verändert haben, dass sie gefährlicher wurden. Und dann war die Frage, okay, gibt es rechtliche Normen, was können wir tun, um hier Risiken einzuhegen? Und aus diesem Bereich kam ich zur Risikoregulierung. Und als die KI-Debatte, also die Debatte über die Regulierung künstlicher Intelligenz am Anfang war, 2015, war ich gerade in den USA, an der Harvard Law School. Und damals ging die Debatte auch darum, ja, wie passt hier eigentlich Ethik und Recht zusammen? Es gab ja noch keine Normen zur Einhegung der künstlichen Intelligenz. Und ich habe das auch betrachtet unter dem Aspekt der Risikoregulierung und unter dem Aspekt der existenziellen Risiken. Also eigentlich das, was jetzt oftmals erst diskutiert wird. Oh, übernimmt generative KI die Weltherrschaft? Das habe ich schon mir 2015 überlegt, weil es damals schon in manchen Zirkeln als Frage aufgeworfen wurde. Und das war super spannend, weil damals eigentlich vor allem Philosophinnen und Philosophen darüber diskutiert haben oder Physiker oder Unternehmer wie Elon Musk, der, muss man sagen, damals hat er das Thema schon aufgebracht. Und ich mir dann als Juristin die Frage gestellt habe, ja, gibt es eigentlich aus den Menschenrechten ableitbare Pflichten der Staaten zu regulieren und Risiken einzudämmen? Und es waren ähnliche Fragen wie im Bereich des Biotechnologierechts. Gibt es Pflichten der Staaten, biotechnologische Forschung zu regulieren und einzudämmen, wenn diese potenziell katastrophale Folgen haben kann beim Missbrauch oder beim Gebrauch? Und das waren ganz ähnliche parallele Fragen, sodass sich eigentlich diese Entwicklung von Forschungsgruppe am Max-Planck-Institut über Ethikrat, Biotechnologie zu KI-Regulierung zieht. Und bin ehrlich gesagt ganz glücklich damit, dass ich die beiden Standbeine habe, weil das eine sich wahnsinnig schnell entwickelt. KI-rechtliche Regulierung mittlerweile, ja, durch die auch EU-Verordnung und jetzt wird es wieder dogmatischer und das Völkerrecht sich ja oft sehr langsam entwickelt. Also es gibt immer wieder neue Verträge, aber viele Fragen, gerade im Bereich Terrorismusbekämpfung, Kriegsvölkerrecht sind uralte Fragen, die ich halt schon seit 1995 dann mache und da bin ich ganz froh, so ein bisschen Abwechslung zu haben. Ja, nee, also ich finde das total spannend, vor allem diese Interdisziplinarität, die man da ja natürlicherweise hat. Und dann nicht nur zwischen Sozialwissenschaften und Rechtswissenschaften, sondern eben auch zum Beispiel unternehmerische Perspektive, Technikentwicklung, wie es einfach sich entwickelt, auch Biotechnologierecht, die medizinischen Entwicklungen. Das ist ja wirklich auch so eine
auf der einen Seite natürlich Grundlagenforschung, auf der anderen Seite natürlich auch ganz, ganz praktische Fragen, die sich da aktuell stellen, weil es ja sehr dynamisch ist. Es sind ja auch bis heute der Max-Planck-Gesellschaft in gewisser Weise verbunden geblieben im Ethikrat der MPG. Können Sie dazu noch vielleicht was sagen, was Sie da machen? Ja, vielleicht noch ein Wort nur zu der Interdisziplinarität im Bereich der KI-Regulierung. War es nicht nur wichtig, auch mit Philosophinnen und Philosophen zu sprechen, sondern auch natürlich mit Computerwissenschaftlern, weil ich von künstlicher Intelligenz natürlich überhaupt keine Ahnung hatte. 2015 schon gar nicht, aber auch in der Entwicklung. Das heißt, da ist es wirklich enorm wichtig, von Computerwissenschaftlern, Computer Scientists zu hören, was kann eigentlich KI und was kann sie potenziell in 5 oder 10 Jahren, um es überhaupt zu verstehen, was können die gesellschaftlichen und rechtlichen Probleme sein. Wie erfahren Sie denn die Zusammenarbeit? Weil das ist natürlich auch eine ganz aktuelle Frage, die sich jetzt hier fürs MPI zum Beispiel stellt. Also man hat ja hier zum Beispiel auch Referenten, die Historiker sind, Referenten, die Politikwissenschaftler sind. Wir haben noch keinen Data Scientist, da haben wir auch schon drüber geredet, ob man nicht jemanden aus der Computerwissenschaft oder einen Quanti braucht hier. Aber es ist wirklich die Frage, wie die Zusammenarbeit, wie macht man dann interdisziplinäre Zusammenarbeit in einem eigentlich juristischen Institut? Aber natürlich auch juristische Fragen sind momentan sehr dynamisch. Das ist eine gewisse... Wie erleben Sie diese Spannung oder erleben Sie keine? Naja, Spannung nur insofern, dass die Computerwissenschaftler eigentlich keine Zeit für uns haben. Ja, also wir können froh sein, wenn wir Ansprechpartner haben, tolle Ansprechpartner, die Zeit für uns haben. Und das gelingt eigentlich nur durch interdisziplinäre Forschungsprojekte, in denen die auch beteiligt sind. Also bei uns in der Universität Freiburg sind es Drittmittelprojekte. Also wir haben einfach große Drittmittelprojekte, wo die Computerwissenschaftler, Robotiker einfach große Forschungsteile bestreiten und wir als Rechtswissenschaftler dann eben auch einen Forschungsteil. Aber sonst haben die eigentlich keine Zeit für uns, weil die wirklich auch in so dynamischem Feld arbeiten, dass man wirklich dankbar sein muss, wenn man da zum interdisziplinären Austausch kommt. Also wenn man gute Computerwissenschaftler ans Institut bringen kann oder andere Wissenschaftler, dann sollte man, glaube ich, froh sein. Weil es ist bereichert, glaube ich, die Juristerei, wirklich den intensiven Austausch zu haben. Auch mit Philosophinnen und Philosophen, auch, glaube ich, mit Historikerinnen und Historikern. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Ja, wir haben unseren ersten Physiker, also das kann man auf jeden Fall sagen. Ja. Nuklearphysiker. Das ist auch okay. Nuklearrecht. Die haben mehr Zeit wahrscheinlich im Moment. Auch, ja, ich weiß nicht, so die Kernfusion, das ist momentan auch ein ganzes, ein Kollege probiert über das Kernfusionsrecht und so weiter. Das stimmt. Das ist, kommt immer drauf. Das stimmt, aber KI, ich meine, KIler, das ist Boom so, dass sie schon, wenn sie promoviert sind, Professorenstellen bekommen. Das ist unglaublich. Das ist Wahnsinn, ja. Nee, also Interdisziplinarität ist irgendwie ein großes Thema und es hat ja Ihre Forschungsgruppe schon gezeigt, wie man das machen kann. Aber es ist natürlich irgendwie ein dynamisches Ziel. Ne? Also man kann immer interdisziplinärer werden, aber es ist natürlich auch die Frage, es ist halt hier dann doch ein juristisches Institut und da so einen gemeinsamen Konsens zu finden, ist was man, glaube ich, immer hier aushandeln muss. Natürlich, ne? Also jetzt hier einen Computerwissenschaftler in eine Referentenbesprechung reinzusetzen, ist auch erstmal eine entfremdende wahrscheinlich Erfahrung für jemanden. Klar. Wenn man das dann macht. Klar, wobei ich jetzt gerade gestern wieder in einer interdisziplinären Gruppe saß, in einem Drittmittelprojekt, wo ich mir auch die Vorträge der Mathematiker oder Computerwissenschaftler angehört habe, verstehe ich vielleicht auch nur 5%. Aber die eine oder andere Sache versteht man dann schon und das ist dann nicht schlecht. Aber es ist zeitaufwendig, das stimmt. Ja, und wenn man ein juristisches Institut hat, muss natürlich der Schwerpunkt bei der Juristerei bleiben. Das würde ich auch so sehen. Ja. Nee. Ethikrat hatten Sie noch gefragt. Ethikrat hatte ich noch, MPG. Ja, in den Ethikrat kam ich, nachdem ich nicht mehr im deutschen Ethikrat war. Und beim Max-Planck-Ethikrat geht es eigentlich darum, dass konkrete Forschungsprojekte wirklich beurteilt werden. Also anders als im deutschen Ethikrat, der eher allgemeine Stellungnahmen verfasst hat, ist der Max-Planck-Ethikrat dafür da, um wirklich konkrete Forschungsprojekte zu beurteilen. Und das ist ein interdisziplinäres Gremium, wo einfach verschiedene Forschungsanträge beurteilt werden und entweder als ethisch oder als unethisch dann an die Antragsteller zurückgehen. Und die brauchen das Votum des Ethikrates manchmal für Publikation oder für Förderung oder aus gesetzlichen Vorgaben folgend. Also das ist das, was wir aber auch
zum Teil an den Universitäten haben, mit den Ethikgremien an Universitäten. Ja, nee, es ist ja auch eine ganz dynamische Frage. Wir hatten das hier mit den Tierrechtlern auch oft diskutiert. Die Anne Peters brachte ja die Tierrechtler, war auch eine spannende Entwicklung damals, aber diese Fragen sind ja noch ganz spannend. Ich hätte jetzt erstmal keine weiteren Fragen vorbereitet, aber ich hätte noch gerne eine Frage, ob Sie uns eine positive oder überraschende Erfahrung hier im Institut mitteilen können. Kann auch was Soziales sein. Irgendwas, was wir vielleicht nicht gefragt haben oder aufgenommen haben. Was war dann Ihr schönstes Erlebnis hier? Gott, also ich kann so Sachen nicht qualitativ ranken, fürchte ich. Wir können auch mehr als eins haben, aber man stellt sich ja so eine lange Forschungszeit auch oft ganz einsam vor, hier am Institut, im kleinen Kämmerchen, aber es sind ja oft auch so, man macht ja weiter, weil man schöne Erfahrungen macht und vielleicht können Sie eine von uns teilen. Also erstmal finde ich es ehrlich gesagt ziemlich toll, Zeit allein am Schreibtisch zu haben und forschen zu können. Ich meine, es ist auch toll, zu unterrichten und andere Sachen zu machen, aber Zeit allein am Schreibtisch darf man nicht gering schätzen, finde ich. Und das Schöne ist eben, dass man hier im Institut dann kurze Wege hat, um doch Kolleginnen und Kollegen zu sprechen. Aber was Sie noch nicht erwähnt hatten, waren die Weihnachtsfeiern. Ich weiß nicht, ob das immer noch ein Höhepunkt war. Aber also ich kann mich an die Weihnachtsfeiern noch erinnern, die wirklich sehr nett waren und unglaublich aufwendig vorbereitet damals zu unserer Zeit. Bitte? Mit Chor auch? Ich glaube mit Chor zum Teil, auf jeden Fall groß vorbereitet und ein großes Zusammentreffen am Ende des Jahres. Von den Fußballturnieren kann ich leider nichts berichten, da habe ich nicht mitgemacht. Also insofern gab es einen Gender Bias, aber bei den Weihnachtsfeiern waren wir immer dabei. Und, die wurden auch im Institut immer noch durchgeführt, ne? Die wurden im Institut, ja. Und von Doktorandinnen und Doktoranden vorbereitet, die schon Monate und Wochen vorher ganz aufgeregt waren. Und das war auch wirklich oft toll. Ja, nee, das wäre für mich auch eins der Highlights hier. Wir haben auch irgendwie den Engel und den Weihnachtsmann immer gespielt. Ich weiß noch, Michaela Heilbronner war mal der erste weibliche Weihnachtsmann. Also das war richtig, ist immer ein Highlight in gewisser Weise. Ja, wurde auch immer getanzt danach. Also ich erinnere mich, dass die Direktoren gingen. Und dann wurde es eher so discohaft hier, wird getanzt. Aber das war dann irgendwie schwierig, weil es an Anne Peters nicht ging. Das war immer dann, und seitdem tanzen auch die Direktoren mit. Also seitdem ist das jetzt ganz egalitär. Wir machen da so ein bisschen Spotify-Musik an. Damit ich kann mich ans Tanzen nicht erinnern, aber... aber auch mit Familie und allem? Oder ich hatte mal meinen Sohn dabei. Ja. Aber ich weiß nicht, ob es richtig mit Partnern war, das kann ich nicht sagen. Also das finde ich auch, hier ist es bis jetzt also komplett mit Familie, man kann mitbringen, wer möchte. Und es ist eine ganz große Homemade, Do-it-yourself, jeder bringt was zu essen mit. Feier und ein richtiges Highlight und vor Weihnachten. Ich habe gehört, auch bei Herr Wolfram gab es immer Spargelessen. Das wurde mir immer Stimmt. Spargelessen. Genau. Das war aber das Doktorandentreffen. Okay. Das war nicht nur aufs Institut begrenzt, auf die Mitarbeiterinnen, sondern eher für die Doktorandinnen und Doktoranden. Okay. Und es überschneidet sich ja nicht immer. Es gab ja auch Doktorandinnen damals noch aus Kiel oder externe Doktoranden. Das heißt, es war eigentlich ein bisschen andere Gruppe als jetzt nur in Anführungszeichen die Mitarbeiter des Instituts. Ja, das Fußball ist auch eingeschlafen, muss ich sagen. Es gab es das mal, aber das ist irgendwie, wird man nicht. Dafür gehen wir jetzt immer zusammen ins Museum nach Mannheim. Ah, schön. Insoweit, ich glaube, das ist was man oft nicht denkt, wie viel sozial, halt dann durch so soziale Feste und soziale Ereignisse auch so miteinander stattfindet, auf jeden Fall. Absolut. Aber ja, die Weihnachtsfeier auf jeden Fall als tolles soziales Erlebnis. Ja. Das ist schön. Das freut mich. Wie gesagt, die Weihnachtsfeiern gehen weiter. Es kommen auch immer wieder Alumni und Alumne zu den Weihnachtsfeiern. Insoweit ist das, glaube ich, eine offene Einladung. Es hat sich nicht viel verändert, aber die Leute freuen sich trotzdem immer sehr schön. Haben Sie noch Sachen, die Sie mit uns teilen möchten? Weil sonst Fragen, die ich nicht gestellt habe. Nee, also ich glaube, das war, was ich vielleicht noch sagen kann, das großartig war auch die Möglichkeit, an Vertragsverhandlungen teilzunehmen. Ah, ja. Ich war ja Teil der deutschen Delegation oder bin auch sogar Teil der deutschen Delegation bei den ATCMs, bei den Antarktis-Vertragsverhandlungen. Super, super spannend. Wir haben in der Zeit, als ich am Institut war, den Haftungsannex ausgehandelt. Und das war eine großartige Möglichkeit, die, glaube ich ohne das Institut auch nicht gehabt hätte. Es war super spannend. Sehr praktisch auch, aber super spannend. Sehr praktisch. Nee, diese Verbindung, glaube ich, die ist, ja auch immer sehr, sehr wichtig. Ne? Praxis und auch Grundlagenforschung, die praktisch relevant ist ja hier eigentlich ein Thema, das sich hier durch diese 100 Jahre auch immer wieder durchzieht in dem Sinne.
Ja, und das wäre es eigentlich von meiner Seite. Ich glaube, dass an Fragen, ich habe ziemlich viel abgetickt in dem Sinne, aber wir können ja einfach weiterschauen. Und ich freue mich sehr, sehr, dass Sie hier waren. Ich freue mich sehr, sehr viel von Ihnen zu lernen zu haben. Das war wirklich ganz aufregend und wie gesagt, auf die nächste Weihnachtsfeier. Ja. Freuen wir uns. Vielen Dank. Dankeschön, Frau von Schön für die Möglichkeit. Vielen Dank für die Möglichkeit. War schön, hier zu sein.